Hey, schön, dass ihr wieder hier seid. So treffen wir uns immer. Heute wollte ich mal darüber sprechen. Ich hatte ja neulich ein Video aufgenommen, das drehte sich um Wirtschaft. Ich hatte das gemacht mit so einem Greenscreen-Hintergrund und werde da natürlich auch weiter damit experimentieren. Warte mal, hier. Zack. So. Ich glaube, so ist es besser. Das war der Zoom, der war eingestellt. Ja, ich werde damit weiter experimentieren. Ich finde das sehr interessant alles und es ging also um Wirtschaft. Und ich hatte gesagt, ich bin mir auch da noch nicht ganz sicher, wie genau ich das mache mit dieser Spiritualität und dem Spiritualismus. Ich will mal erklären, was für mich zumindest der Zusammenhang ist zwischen Wirtschaft und Spiritualität. Und das will ich in diesem kurzen Video gerne mal tun. Also mal abgesehen davon, dass mich Wirtschaft einfach auch interessiert und ich diese Beiträge den lieben langen Tag lese und konsumiere und sehe von Fachleuten, die über die Finanzen sprechen und so weiter. Es ist einfach sehr interessant. Bin ich aufgrund des Spiritualismus, den ich ja immer auch auf diesem Kanal erkläre, einfach prinzipiell der Meinung, dass unsere ganze Welt sowieso geistig erstens ist. Alles ist Geist. Das ist ja die Grundprämisse des Spiritualismus. Und wir sehen ja normalerweise immer Gegensätze. Ne? Wir sehen die Materie als Gegensatz zum Geist. Wir denken, dass der Geist des Menschen als einziger in der Lage ist, die unbelebte und ungeistige Natur zu erkennen. Erkennen wohlgemerkt. Wohingegen der Spiritualismus eben davon ausgeht, dass Geist uns umgibt. Und das führt dann zu einer ganz anderen Sichtweise auf, das ist übrigens hier ein alter Bunker, ne, aus dem Zweiten Weltkrieg. Nehme ich mal an, ich bin kein Geschichtswissenschaftler oder so, aber so ein Schützenstand, würde ich sagen. Die armen Schweine, die da drin verteidigen sollten. Ja, was würde ich jetzt sagen? Also wenn man den Spiritualismus zu Ende denkt, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, dass alles geistig ist, dann kommt man also zu einer ganz anderen Einstellung gegenüber der Welt, gegenüber den Dingen. Zum Beispiel als allererstes Mal, wenn also der Mensch nicht der einzige weit und breit ist, der in der Lage ist, die Welt aufgrund seines scharfen Verstandes und seines hohen Geistes zu erkennen, sondern wenn alles Geist ist, dann gliedert sich der Mensch eher ein in eine riesige Kette aus Geist oder einen riesigen Raum aus Geist oder wie auch immer man es sehen will. Dann ist da auch so der Gedanke an das Unbekannte. Also es gibt einfach Dinge, die der Mensch nicht erkennen kann aufgrund dieses Weltbildes. Wohingegen es uns im Materialismus immer so erscheint, als wäre die Zahl der Dinge, die man erkennen könne, abzählbar. So wie ein Ding selber abzählbar ist. Ein Ding, 1. 2 und so weiter. Ne? Die Zahlen beruhen darauf, dass es einfach Dinge sind. Und nun haben aber größere Geister als ich sich ebenfalls darum Gedanken gemacht, wie das kommt, der Teil und das Ganze, Heisenberg und so. Aus Sicht des Spiritualismus ist da eben keine Abzählbarkeit, weil die Dinge quasi aus uns entstehen. Und wir können sie entstehen sehen, indem wir zum Beispiel irgendeinen Gedanken hegen und immer weiter darüber nachdenken, uns fokussieren. Das ist also sozusagen der Vorgedanke zu der Frage, was hat die Wirtschaft mit Spiritualität zu tun? Der Vorgedanke ist also, dass alles sowieso Geist ist. Was wir unter Spiritualität verstehen, ist ja meistens, dass Leute sagen, sie machen viel Yoga, sie konzentrieren sich und so. Und ich hatte das in einem anderen Video, das ich versuchen werde zu verlinken mit diesem Video, ich weiß noch nicht genau, wie das geht,
auch versucht zu definieren, was ich unter Spiritualität verstehe. Und ich persönlich verstehe unter Spiritualität das Nachdenken über Gedanken, das Beobachten von Gedanken, das Beobachten ihrer Wirkung. Und wo macht man das meistens, dieses Beobachten von Gedanken? Man macht es meistens bei sich. Warum? Weil die Gedanken, die man selber hegt oder die irgendwie aus einem scheinbar kommen, da kennt man am allermeisten noch die Quelle und hat 1000 Zusammenhänge mit diesen Gedanken und weiß, das kommt wieder daher. Letzten Endes ist natürlich die Kette der Gedanken am Ende nicht nachverfolgbar, aber du weißt jedenfalls über deine Gedanken viel besser Bescheid, als wenn du dir irgendwelche anderen Gedanken anhörst. Daher ist Spiritualität eben verbunden mit zum Beispiel Yoga. Und Yoga wiederum ist ja ein Mittel der Konzentration. Also wie schafft man es, sich nicht die Birne wegzuknallen mit irgendwelchen Serien im Fernsehen oder mit Country Music, sondern versucht sich zu konzentrieren auf die paar Dinge, die wirklich aus einem kommen. Und so gesehen ist also Yoga eher Mittel zum Zweck als jetzt Ausweis einer besonderen Spiritualität, jedenfalls in meiner Sichtweise. Ich persönlich sehe, wie gesagt, Spiritualität als Nachdenklichkeit an. Also Spiritualität heißt ja Geistigkeit. Bei uns in Deutsch gibt es diesen Unterschied. Ich hatte neulich voller Interesse verfolgt, dass die KI, die nochmal die Untertitel von diesen Videos nochmal nachchecken soll, weil da sind so viele Fehler drin und so. Die hatte dann, also ich hatte irgendwas gesagt, Spiritualität wäre Geistigkeit und die KI hatte dann gemacht, Spirituality ist Spirituality. Also sprich genau dasselbe. Spiritualität ist Spiritualität und Punkt. Ja, also das nur dazu, diese Feinheiten letzten Endes, dass du die Dinge des Geistigen sehr ernst nimmst und du weißt um die Macht des Geistigen. Wenn du über die Macht des Geistigen weißt, dann weißt du auch ein bisschen über die Ohnmacht des Geistigen, also deines Geistigen. Ich meine, geistig ist die ultimative Power natürlich, aber also man muss sich das so vorstellen, wenn du Power hast im Geistigen, dann haben andere auch Power im Geistigen. Und da alles Geist ist, gehört also das Handeln mit dazu zum Geistigen. Ich kann da keine scharfe Trennung ziehen von Spiritualismus her. Es gibt ja diese, und sicherlich zu Recht, dass man sagt, diese materialistischen Menschen, die also den ganzen Tag arbeiten und schuften und Geld und Geld und Geld, dieser Materialismus, das ist nicht spirituell. Und ich würde sagen, da ist was dran, und zwar in dem Sinne, dass da die Konzentration auf das eigene fehlt. So in dem Sinne, dass, ja, wie eigentlich allgemein bekannt ist, Geld ist ja wichtig, aber auch nicht alles. Ja? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, Geld ist überhaupt nicht wichtig und wir brauchen keines und wir wollen es auch gar nicht. Und also ich persönlich muss sagen, so spirituell bin ich jetzt nicht, dass ich das sagen kann. Ich denke mir immer, wenn du zum Beispiel spirituell bist und willst deine Yogamatte ausbreiten und es regnet, dann brauchst du irgendwie ein Dach über dem Kopf und so. Und also irgendwie Geld erleichtert doch auch das Spirituellsein sehr. Ansonsten wirst du einfach zu so einem wie mechanisch reagierenden Individuum, das einfach dann ums Überleben kämpft und gar keine Zeit hat, sich irgendwas zu überlegen über sich selbst oder über andere. Hier, apropos spirituell. Also ich habe immer gesagt, das erinnert mich irgendwie an Stonehenge. Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, hä? Aber ja, da waren auch noch mehr solche Balken zu Anfang, aber irgendwer hat die dann nach und nach wahrscheinlich Jugendliche eingerissen, abgefackelt oder sonst irgendwas. However, jedenfalls so ein bisschen erinnert einen das an Stonehenge, finde ich. Das ist also zu weit hergeholt, ne? Das englische Wort dafür ist a bridge too far. Das habe ich jetzt neulich erfahren. Ihr kennt vielleicht den Film A Bridge Too Far. Die Brücke von Arnhem, ein Antikriegsfilm.
Ich wusste immer nicht, was heißt das eigentlich, eine Brücke zu weit. Ja, ich meine, vom Film her kann man sich's denken, aber insofern passt der Titel gut zu dem Inhalt des Films. Denn die Luftlandeoperation, um die es in dem Film geht, scheiterte, weil die Ziele zu weit gesteckt waren. Eine Brücke zu weit. Es handelte sich um eine Luftlandeoperation in Holland namens Market Garden im Jahr 1944. Und und jetzt weiß ich, was also eine Brücke, a bridge too far heißt. Zu weit hergeholt. Zurück zum Spirituellen. Also ja, genau. Also derjenige, der quasi nur hinterm Geld her ist, der hat also, der missachtet sozusagen die Frage nach dem eigenen Sinn, nach dem eigenen Selbst. Wie viel Sinn hat es für dich, sagen wir mal 12 Stunden am Tag zu arbeiten, am Wochenende auch? Möglicherweise, und nicht zu bedenken, dass das Geld, was du dann vielleicht raushaust für ein teures Auto, du vielleicht gar nicht verdienen musst. Wenn du einfach ein einfacheres nimmst und in der Zeit lieber irgendwas machst, was dir mehr Spaß macht oder so, weißt du? Und derjenige wiederum, und das kann ich gut verstehen, der Meinung war ich ja auch viele Jahre, der nun sagt, eigentlich Geld verdirbt nur, da ist was dran, würde ich sagen. Insbesondere wenn man das sieht heutzutage bei uns in der auch Gesellschaft, ne? Ganz reich, und was wird dann noch mit dem ganzen Geld? Die Leute werden einfach immer gieriger und jeder versucht sich so viel davon wie möglich in die Tasche zu stopfen. Und wo immer man sitzt, an welchem Geldstrom, davon nimmt man sich. Und zum Schluss bricht das Ganze zusammen, so wie so ein, ich hatte diesen Vergleich schon vielfach, wie ein riesiger Baum, der einfach zu übermächtig wird und so lange wächst, bis er umfallen muss. Übrigens, damit man das richtig versteht, dieses Gesetz in der Natur, das besagt, dass es in der Gesellschaft immer zu solchen Wellenentwicklungen kommen muss, also dass eine Gesellschaft aufsteigt und dann wieder abfällt auf eine katastrophale Art und Weise. Das kann man, glaube ich, ganz gut in der Natur eben überhaupt beobachten. Wie gesagt, zurück zum Baum. Je mehr der Baum wächst, und das ist ja eigentlich sein Ziel, er möchte aus diesem Stadium rauskommen, wo jedes Reh kommen kann und ihn abfressen. Oder wo jede Dürre ihn umhaut und so. Er möchte groß und mächtig werden. Er möchte einen Platz an der Sonne, er möchte die anderen Bäume überragen. Und er wächst und wächst. Und je mehr er wächst, desto mehr verstärkt es auch diese Saugkraft, die er auf das Wasser im Boden ausübt. Ne? Also der ganze Baum funktioniert ja, so ist eben die Erklärung, durch Osmose, wenn ich das richtig sehe. Die Kapillargefäße im Baum ziehen das Wasser an. Und so ähnlich wie diese kleinen Pipetten, diese kleinen Stäbchen, die innen hohl sind beim Arzt, wenn der das mit Blut füllt. Und je größer der Baum ist, desto mehr Wasser zieht er an und desto größer ist sein Potenzial zu wachsen. Und das wiederum bedeutet, dass der Baum irgendwann in eine Phase kommen muss, in der er so übermächtig wird, dass die Mächte des Windes in seiner riesige Baumkrone reingreifen und ihn einfach umwerfen, zumal das Holz unten immer morscher wird und so. Und der Einstein, passend dazu, sagte mal, oder es wird ihm zugeschrieben, ich bin jetzt nicht ganz sicher, der sagte mal, wer das Gesetz des Zinseszinses nicht versteht, der versteht das Universum nicht oder so ähnlich. Man könnte auch sagen, wer das Gesetz des exponentiellen Wachstums nicht versteht, der versteht das Universum nicht oder so. Also das jedenfalls da, wo schon viel ist. Ja, da kommt noch mehr dazu. Ihr kennt wahrscheinlich das Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
So, also ich hoffe, ich habe das ein bisschen umfassend angerissen. Also für mich ist einfach Spiritualität auch eine gewisse Art von Kontemplation, einfach nachdenken über sich, über die Dinge. Was haben die Dinge, was haben Aussagen von anderer auf mich für eine Wirkung? Wie kann ich also reagieren beispielsweise? Wie reagiere ich? Reagiere ich beleidigt? Reagiere ich böse? Reagiere ich entspannt? Reagiere ich lustig? Dieses Nachdenken, dieser immerwährende Dialog, das ist Spiritualität für mich. Und ob da nun jemand pflichtschuldig 2 Stunden Yoga runterreißt oder nicht, ist zumindest aus meiner Sicht nicht so entscheidend. Weil man kann Dinge auch auf eine Art und Weise tun, die dann wieder nicht so spirituell sind. Warte mal. Dinge auf eine Art und Weise tun, die dann nicht so spirituell ist. Ja, die Art und Weise. Damit will ich es erstmal bewenden lassen. Verabschiede mich hier von diesem doch einigermaßen schönen Abendrot und sage Tschüss, ihr Guten, bis zum nächsten Mal.